Was machen wir eigentlich schon wieder hier? Der Bär wird enthaart. Denn wir sind in der Peak Week. Und in der Peak Week bereiten wir den Körper optimal darauf vor, am kommenden Sonntag in Italien beim Profidebüt stabil auszusehen. Stabil aussehen tut man auf jeden Fall ohne Haare. Seit ich Alicia habe, muss ich ehrlich gestehen, ein recht angenehmer Teil. Davor war es immer Todesabfuck, sich selber zu rasieren. Und morgen fliegen wir nach Italien. Sprich, jetzt ist Peak Week angesagt und jetzt ist auch ja, Daily Upload am Start. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts zu verpassen von der Berichterstattung zum ersten Wettkampf in der offenen. Das Teilnehmerfeld ist auch schon draußen. Gestern Abend ist die Liste rausgekommen. Es sind, glaube ich, 23 Leute oder so, richtig stark. Ein paar Deutsche haben wir auch dabei. Tim, Emir, Mo, alle darf ich natürlich nicht vergessen. Auf jeden Fall schon ein paar Leute, die sich mal für ein Olympia qualifiziert haben. Das ist aber auch genau das, was ich will. Ich will lieber gegen gute Leute starten und dann gucken, ey, wenn es nicht reicht, was muss man besser machen? Wenn es reicht, dann hat man sich in einem starken Line-Up durchgesetzt. Und ja, also voller Vorfreude starten wir rein. Der Bart, die große Frage des Jahrhunderts, der kommt ab. Muss ich jetzt alle enttäuschen, die sich auf den bärtigen Bär gefreut haben. Der wird aber direkt nach Offenbach wieder wachsen gelassen, weil mir gefällt der eigentlich auch ganz gut so für Lifestyle. Ja, verschicktes Gefühl, jetzt das erste Mal nach 5 Jahren oder so, sich wirklich daheim ready zu machen. Normal wären wir schon irgendwie 3-4 Wochen durch die USA. Markus hinter der Kamera war immer dabei, deswegen ja, ist irgendwie ein komisches Gefühl. Morgen schon Mittwoch, also wir werden morgen einen Anreisetag haben, machen hier heute das letzte Training. Werden dann nur einmal am Donnerstag früh trainieren, durchpumpen und dann am Donnerstag schon mit dem Carb-Up anfangen, was ja für mich auch sehr ungewohnt ist, denn ich hatte nochmal am ersten Freitag so das Pro-Meeting mit der Einwaage und so für Classic damals. Energetisch ist heute wieder so ein Tag, wo es schon knackiger ist, morgen wird auch nochmal so sein. Aber das ist dann optimal, weil wir wollen den Körper jetzt auch so ein bisschen entladen, also die Kohlenhydratspeicher, die den Muskel prall aussehen lassen, den wollen wir so ein bisschen flacher machen und dementsprechend ja, gehört das Ganze dazu, das passt jetzt auch perfekt. Wir hatten letzte Woche ja noch einen High Carb Day und pendeln uns da jetzt gut rein, dass wir auf jeden Fall die Speicher leer haben und durstig sozusagen, dass die richtig ziehen wollen. Dementsprechend auch das Donnerstag Früh-Workout, morgens nüchtern, um dann eben die Kohlenhydrate auch an den Ort zu bringen, wo wir ihn haben wollen, im Muskel. Es wird später Rücken oder halt Pull trainiert, Half-Ass-Workout. Dennis ist auch nicht am Start heute, der muss seinen Hund zum Arzt bringen. Ist vielleicht besser so, weil wir haben gestern das letzte Mal Beine gemacht. Und es war noch im Rahmen, aber es hat eine leichte Tendenz gehabt, eine Spur zu doll zu sein. Und je näher der Wettkampf rückt, desto weniger intensiv muss man einfach trainieren. Das ist das, was ich auf jeden Fall auch gelernt habe über die letzten Jahre. Und ich sag's euch, wenn man das richtig macht, dann sieht der Körper auch frisch aus. Wenn man das verkackt und sein Ego da irgendwie durchkommen lässt, dann sieht der Körper nicht frisch und nicht erholt auf der Bühne aus. Nicht nur für den Boden, sondern auch für den Partner. Dyson, wenn ihr immer noch ein Werbegesicht sucht, wir stehen immer noch zur Verfügung. Das Coole ist auch immer, dass Alicia erst den Boden macht und dann mein Körper. Da sieht man auch, was wichtiger ist in der Rangfolge. Was erwartest du denn? Was erwartest du denn? Ich erwarte ein bisschen mehr Liebe. Die fährt da über mich drüber, als wäre ich ein Kleiderschrank.
vom rasierten Mann ins Trainingsoutfit und die letzte Einheit steht an. Wird ein bisschen bunte Mischung. Bunte Tüte heute, bunte Tüte gemischt. Ich muss sagen, heute ist echt schon bei mir wieder so eine Tendenz nach unten, was mich aber gleichzeitig sehr freut. Das heißt, alles passt perfekt. Es ist schön nach, wie Jahre sind das jetzt, fast 10 Jahre Wettkämpfe. Nichtsdestotrotz gibt es auch vor der letzten Einheit der Crank Bump Pro 2.0 Electric Lemon. Ich glaube, damit sollten die Vorräte auch perfekt hinkommen. Ey, warte. Ich habe eine Frage. Ja. Digga, du bist jetzt hier Young LA sponsored. So sieht's aus. Das ist, You're official. Aha. Stimmt. YouTube weiß ich noch gar nicht. Insta schon. Young LA am Start. Wer die YouTube-Videos verfolgt, was ihr natürlich alle hoffentlich tut, weiß, mit Jay, mit den Trend Twins, mit Hani, mit dem Axel und mit einigen Jungs habe ich aus dem Team schon gedreht. Dementsprechend, ja, man quatscht ja auch neben der Cam und die haben ja alle echt positiv davon berichtet. Ich habe die Klamotten alle immer gefeiert, weil die nicht so Standard irgendwie Gymwear waren oder irgendwie so ein dummer Spruch drauf und das war's, sondern die sahen schon nach was aus. Wir haben uns ja auch ausgerichtet mit einem Aesthetic Atelier und machen das mehr zu meiner persönlichen Merchandise-Richtung. Also da könnt ihr alles, was den Bären angeht, wie die Deutschlandjacken, die jetzt kommen, oder das Aesthetic-Shirt, könnt ihr abchecken. Und ich dachte mir einfach eine geile Ergänzung, vor allem auch was die Internationalisierung angeht und Content mit den Jungs und Mädels aus den USA, was sich auch viele von euch wünschen. Natürlich die zahlreichen Messen, wo Young LA auch vertreten ist. Das wäre auf jeden Fall cool. Für euch natürlich geile, frische Klamotten, die ihr auch mit Code Polacco bei Young LA holen könnt. Für euch natürlich dann auch umso geilerer Content, wenn wir beiden, Markus und ich, ja, rund um die Welt fliegen und ja, da auf jeden Fall auf den Events mit am Start sind. wir wollen das Wrestling-Video mit den Trend Twins. Das kommt und die kriegen auf jeden Fall eine ordentliche Backpfeife. Aber man munkelt ja, dass die Boys in gar nicht so langer Zeit an diesem Ort hier stehen werden. Wirklich jetzt? Ihr habt es gehört? Die Boys, die müssen auch My Good Old Germany besuchen. Und das wird auf jeden Fall in Angriff genommen. So. Ihr merkt, mein Brain ist schon ein bisschen AFK. Ich merke es, ich komme in diesen Modus, wo ich in einer Stimmlage rede. Das spricht auf jeden Fall für die Energie. Was ich auch direkt machen muss. Schaust du mich so an wie der Tod? Willst du hier hin? Ich warte doch einfach nur und fasse mich dir an. Ach so. Ja, dann macht ihr auch mal einen Booster. Auf geht's. Keine Booster. Pfeift ihr das Ding rein und Vollgas. Alisha Booster. Ich habe heute schon 4 Bum Energies und einen Kaffee Ach getrunken. du Scheiße. Kaffee. So, was ich hier aber auch machen muss, den Peak W steht für Peak Week und die 3L stehen für 3 Liter. Und hier haben wir nochmal 1 Liter, das heißt, wir haben ins addiert 4 Liter. Also das halte ich konstant. Ich trinke meine 7 Liter am Tag, plus minus. Früher, ich sag's euch, jetzt setzen wir uns mal hin, sonst schlägt mich alles schon nach. Früher, 2016, als ich meine erste Vorbereitung gemacht habe, war ich da so genau mit, dass ich so also wenn ich 20 Milliliter getrunken habe oder so, habe ich das abgewogen, dass ich ja perfekt die Menge getrunken habe. Mit den Jahren habe ich dann auch gecheckt, Digga, ist immer so lustig, ja, wie sehr man da manchmal die Lage übertreibt und wie ultra genau man das da nimmt, was gar nicht nötig ist. Im Endeffekt gibt es ein paar Variablen, die in der Peak Week gleich sein sollten. Das ist zum einen die reduzierte Trainingsintensität, zum anderen die konstante Trinkmenge, ob es jetzt 300 Milliliter mehr sind oder weniger, ist auch egal. Und auf jeden Fall die gleiche Salzmenge, das sind 10 Gramm jetzt, leicht erhöht. Und ja,
Bis auf das und die 50 Milliliter Öl, die mehr in meinem Ei sind, das ja mit Liebe gemacht wurde. Was war eigentlich deine Reaktion? Ja, ich habe mir das Video reingezogen, Digga. Ich fand es vom Schnitt richtig geil. Ich habe es extrem enjoyed bis zu der Stelle. Und Gar nicht. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe es gar nicht gemerkt, dass sie da so Grimassen im Hintergrund gezogen hat, als ich da beim Frühstück saß. Und schmeckt's. Und ich dachte mir so, hä? Und dann bin ich auf diese Salzstory eingegangen, was immer mein Ei versalzt hat. Aber ja, ich bin absolut kein Fan von diesem Ölspray. Ja, nichts sagen. Aber Es als ist du so das eine- Video angeguckt hast, hast du gesagt, so, Schatz, du bist voll cool in dem Video. Ja, fand ich auch. Danke. Ich habe ja gerade gesagt, es war ein geiler Schnitt und du hast super die Leute mitgenommen. Und du hast gesagt, ich habe super gemacht. Und dazu zählt ja auch meine... Klar, du hast Bombe gemacht. Nee, aber auch das Kochen hast du gesagt, ich habe super gemacht. Ja, ich fand es halt ein bisschen... Und wie du mich auch immer als er... Jetzt kriegt er hier noch 100 Gramm Haferflocken. Aber du hast gerade auch zu mir gesagt, die... Merkst du das? Nee, aber halt so, als wäre ich wirklich dein Esel gewesen. Also ich bin ja gerade ein Hund, weil ich schlafe unten im Gästezimmer zwischen Kartons, Glasflaschen und Schuhen. Wie so ein Hundhündchen. Freiwillig oder verbannt? Weil die gute Frau Kolb sich des Öfteren mal denkt, gut, der Alte hat eh noch sein Bodybuilding im Kopf, sitzt daheim am Wochenende, was mache ich? Ja, ich gehe einfach 4 Tage auf verschiedene Events und Festivals und habe einen Tag-Nacht-Rhythmus von 7 Uhr morgens ins Bett gehen, bis 14 Uhr pennen, dann arbeiten. Ich habe noch nie bis 14 Uhr geschlafen. Und dann sagen, ich bin voll die Maschine, ich ziehe durch. Was sie auch macht, muss man fairerweise sagen. Nur an einem Dienstagmorgen kommt dann immer... Ich so, Schatz, alles gut? Ja, schon. Aber warum darf ich Und bei mir dann- im Bett? Weil ich Panik habe, dass du irgendwelche Aber ich bin Keime ja noch nicht habt. mir krank. gibst. Hey, du laberst gerade. Ich schwör auf alles. Ich bin die letzten 2-3 Tage so fit wie noch nie. Ja, Ich geht. bin null krank. Du hast mich Wenn du einfach dann immer in deinem verbannt. Hoodie reinkommst, so, Ich mag's halt morgen, dann weiß ich schon ganz genau. Dein Immunsystem, nee, ich möchte einfach völlig verständlich, da ist doch jemand im Studio. Nee, es hat geklackt, die Tür. Achso, Ist schon wieder neuer. ja, ist doch verständlich, wenn man 22 Wochen sich daheim Es ist auch einsperrt. völlig verständlich, nur dass, Deswegen ich, stehen hier überall Desinfektionssprays, weil ich, halt, nur dass ich so verbannt werde halt. Zu meinem eigenen Bett. Real Talk, und jetzt ohne Scheiß, an alle, die in einer Beziehung sind, schreibt mal in die Comments, schlaft ihr zusammen in einem Bett oder nicht? Das würde mich mal persönlich interessieren, weil ich habe tatsächlich, gut, wir reden jetzt nicht von den 3-4 Monatsbeziehungen oder 3-4 Jahresbeziehungen, aber ich habe schon echt viele Freunde und Bekannte in meinem Umfeld, die einfach merken, die Schlafqualität steigt sowas von. Krass, wenn man allein im Bett schläft. Oskar Duczynski geht um 21 Uhr mit Ja, Schlafmaske ins zum Bett. Beispiel. Du kriegst ihn bis 6 Uhr nicht wach. Egal was ich mache, du wirst nicht wach. Und deine Schlafqualität ist gleich, ob ich neben dir bin oder nicht, weil du bist einfach nicht wach zu kriegen. Du bist einfach nur wach zu kriegen, wenn du technische Defekte in deiner Maschine findest. Das Nee, war's. ich wach schon manchmal auf, tatsächlich. Ja, außerhalb der Prep aber nicht. Da bist du wie ein Stein, wackelst an deiner Maske rum, dann Ja, hast du ja, nicht deine außerhalb der Prep Schlafqualität. nicht. Aber Alicia ist noch so, ich habe Schlaf revolutioniert. Ich habe schon so mein Schlafgame habe ich aufs nächste Level gebracht. Als ich heute Morgen um 6 in der Küche war und auf einmal höre ich Alicias iPhone-Wecker. Dann die Snooze-Funktion, wie sie sich wieder zur Seite dreht. Eine halbe Stunde später nochmal den Wecker. Ich dann reinkomme, weil ich irgendwas aus dem Zimmer gebraucht habe. Und Alicia so und alle Blaulichtstrahlen. Ich sehe schon wieder das TikTok. Und denke mir, Halleluja. Da brennen gerade jegliche Dopaminsynapsen durch. Also, die hat A keinen Circadian Rhythm, die geht mal um 10, mal um 3, am Wochenende dann um 7 Uhr morgens schlafen. Manchmal dann um 6 Stunden. Ja, und dann manchmal um 18 Uhr. Also, wie viel
besser es dir gehen könnte. Ja, es reicht ja, wenn einer von uns so auf sich. Ja, aber als liebende Person, ich liebe dich ja, Ich weiß muss schon. man ja auch mal dazu sagen. Ich dich auch, aber es müsste immer ein Extrem gegen, weil nur Minus und Plus zieht sich an. Das stimmt, aber mir tut es dann selber weh in der Seele, Mir auch. weil ich dich Nicht dann, morgens so aufwache. weil ich dich dann sehe und mir denke, die Frau hat gerade gar keine Regeneration gehabt. Naja, aber es war wieder ein kleiner Exkurs durch die Beziehungswelt. Eine Woche vor dem Wettkampf. 4 Tage. Oder? Ja, 5. 5. Genau. Ich trinke hier den Bußstoch. Und dann mache ich Trizeps, Trizep, Bizep und Rücken. Alles wie gesagt mit bisschen weniger Volumen und ich höre genau dann auf, wenn es anfängt Spaß zu machen. Das ist eine gute Eselsbrücke. Also wenn du gerade merkst, so jetzt kommen die Grinder-Raps, jetzt geht's los, dann ist der Spaß vorbei. Aber Also verglichen mit dem Sex, du hörst quasi vom Höhepunkt immer auf. ja, aber beim Sex ist es ja umgekehrtes Spiel. Hä? Ich check's gerade auch nicht. Nicht? Nee. Ja, ich höre ja hier vom Höhepunkt auf. Ja. Beim Sex ja nicht. Achso. Ja, das ist ja okay. Aber das Thema Sex, das lassen wir lieber. Ihr hört die Musik. Tatsächlich absichtlich angemacht. Aber jetzt sich künstlich aufzuhypen mit irgendeiner aggressiven Rammstein-Musik ist nicht förderlich. Und ich finde, klassische Musik gibt einem trotzdem guten Energie, State of Mind und gibt einem so einen Flow. Und in dem Flow bleiben wir, denn wir wollen auch nicht ewig trainieren. Stefan hat gesagt 45 Minuten Maximum. Dementsprechend ja, gehen wir ein bisschen zügiger durch die Übung, weniger Gelaber. Ja, so ein klassisches Deload-Training. Alicia scheint nicht so begeistert zu sein, die hätte gern enger Fisten. Maximale Nee, Lautstärke. ich merke gerade richtig, wie diese Musik mich aggressiv macht, was wiederum gut ist für mein Training. Eigentlich sollte ich das öfters hören. Ja, ich finde das krass. Ich finde das total underrated. Und so synchron, bei Synchron-Olympiade bewerben. Das ist gerade nicht synchron. Auch mal geil, sowas zu posten. Alicia hat sich auch gut transformiert, muss man sagen. Sich gut transformiert. Ist immer lustig. Wenn ich abnehme, nimmt die auch ab. Aber ey, Biggie, der Permaball kommt bald wieder. Nee, bei mir nicht. Ja, sagt sie jedes Jahr. Und dann gehen wir eine Woche nach L.A. Wie war der Donut-Shop in L.A.? Dann werde ich Cardio anfangen. Wie war der Donut-Shop in L.A.? Dann werde ich Donut anfangen. Dann werde ich Cardio anfangen. Donut fangen wir an. Das war unser erster Ding. Unsere erste Post-Olympia-Phase. Die Bilder machen Kamen wir auf die Idee, nach L.A. zu gehen. Gold's Gym. Alicia und ich einmal in den Stresskreislauf gekommen. Und dann hat es uns verschlungen. Ich war, glaube ich, wie viel? 15 Kilo schwerer nach einer Woche und du 6. Ja. Du hast in einer Woche 10 Kilo zugenommen. Ja, LA, Baby.
3 Sätze Trizeps, 3 Sätze Bizeps. Und dann machen wir Überzüge. 3, 4 Rückenübungen. Eine für die Hintere und dann passt's. Beziehungsweise für Hintere gucken wir mal. Denn morgen ist Rest Day, morgen ist ja Flugtag, Anreisetag. Dementsprechend müssen wir bedenken, dass wir übermorgen wieder Oberkörper trainieren. Dementsprechend ja, haben wir einen Rest Day dazwischen, also so einen guten Pump reinkriegen, aber kommst. Was? Ja, am Anfang warst du noch ein bisschen skeptisch. Nee, Alice ist immer so eine skeptische, aber die lernt vom Meister. Was habe ich jemals von dir gelernt? Ey, was Training angeht, hast du viel von mir gelernt. Achso, ja. Also meinst du die Übung, ich dachte, meinst du Musik? Ja, generell den Flow von Training. Ich finde die Übungen gut, ich finde es gut mit dir zu trainieren, aber ich finde die Musik scheiße. Ja, aber die Musik hat auch einen wesentlichen Teil dazu beizutragen. Das sind die kleinen Dinge, die du noch nicht verstehst in deinen jungen Jahren. Was trägt die bei? Diesen Flow-Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Einfach nicht diese Energie. Ja. Subtil schon. Ich tue dir jetzt hier noch so diese Steinchen hinstellen, vom Mond aufgeladen. Mit 26 war ich auch noch so. Nach deinem Party-Lifestyle wirst du schon verstehen. Noch in der Classic gestartet. Ja, früher. Früher, zu den Zeiten, wo ich noch Classic gemacht habe. Das waren Teilnehmerfelder. Das könnt ihr euch nicht ausmalen. Ah, bitte, wenn ich so ein griesgrämiger Opa werde, schmeiß mich von der Brücke, okay? Schmeiß dich aus dem Haus. Lass du unten auf der Pritsche im Gästezimmer schlafen, das kannst du glauben. Bis dahin gibt's kein. Da habe ich so eine Hartz IV Einzimmerwohnung, wo ich drin sitze, mit so einem Tanktop, überall Bilder von mir an der Wand und dann sag ich, früher, zu meinen Zeiten, als ich im Bodybuilding aktiv war, ja, weil wir gar nicht mehr zusammen sind. Ich habe alles für den Sport gegeben und noch mehr und habe dann mein ganzes Umfeld dadurch verloren. Aber ich sagen, wann es passiert, dass ich mich schon darauf einstellen kann? Schon so kurz vor meinem Ableben mit 50 oder so dann. Was mache ich dann? Ah ja, meine Strandbar. Da sehe ich. Du machst eine Strandbar? Ja. Ich mache mal irgendwann, ich bin so eine Strandbar auf und nicht so Musik. Gut, aber wo ich mittlerweile denken muss, Bodybuilding, Profisport ist sicher nicht ungesund, aber dein Lifestyle ist, also ich glaube, wir werden uns das Grab zur gleichen Zeit teilen. Ich glaube, dass meine Genetik besser ausgerichtet ist. Ja, deine Gene ist schon besser. Hast du gute Gene? Ja, alle Ü90 Minimum. Das ist, Gute Gene. mhm. Da sieht man mal wieder, was ein Jahr ausmachen können. Kennst du das Lied nicht? Das ist ein Mittelaltermarktlied, keine Ahnung.
Also für mich ist es so, das Abenteuer beginnt Musik. Als ob. Scheiße, bin ich jetzt auch... Alter, ja. Also von Alicia okay, aber von dir, Bro. Oder? Ich kenn's, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Zelda. Tatsächlich. Mein Gott, Oh gehört Gott, so das ist... Alter, Markus, hart. Wir waren noch im Nintendo Store in New York. Ja, das ist recht. Kleine Ratte. Auf dich habe ich nicht verlassen. Aber es kommt mir so bekannt vor. Ich hätte gedacht, das ist sowas wie Herr der Ringe oder so. Soll ich zum Schlafen gehen zurzeit? Nee, ist okay, ich habe mich dran gewöhnt. Das ist mein Leben einfach. Schließlich werde ich bald 27 und da hört man so Musik. So eine Mist. Ich muss nicht auf Kamera sagen. Geil, Leute, ist richtig geil. Aber guck mal, wie mehr Power dadurch habe. Zeig mal was. Oh, das sehe ich Alicia immer. Das ist der Anbieter. Man muss schon nicht Kursinstructor. Drüben im Raum. Und wir nehmen jetzt alle zusammen mit so Trampolins wie die fetten Frauen immer. Wenn wir dir eins anmachen, danach kannst du deine Musik anmachen. Anger Fist, Feast the Feast. Ich wette, da kommt einmal dieser Nee, besser. Nur einmal hören wir das an. Das ist voll geil, Mann. Das ist voll geil. Das ist gerade selber. So macht Training nur Spaß. zu alt für den Scheiß. Wie machen die nochmal? Bald hörst du dann sowas. Können wir dich in der Klapse besuchen. Ist das Markus Generation? Ha? Ist das Markus deine Generation? Sowas kommt, das ist dein Update dann. Es muss ja immer schneller werden. Finde ich langweilig. Da passt du voll rein. Verrückter Mongo, Junge! Nicht? Als du 6 Monate alt bist, so Unterschied ausmachen.
sind wir eigentlich von Zelda hierher gekommen mit der Musik? Bro, ich hab keine Ahnung. Alles geinfluenced von der Frau. So läuft es ab. Wie findest du Spinnen? Boah, so eklig. Echt jetzt? In meinem Kinderzimmer unten, ne? Da war eines Morgens einfach, ich mach so Rolle hoch, es saß da ungelogen so ein fetter Grashüpfer, so ein Flip, ne, von dieser Sendung. Die sind doch süß. Wie heißt die Sendung mit Flip? Der war so eklig, der war so fett grün, das war so widerlich, Alter. Und dann bin ich an den Hindernis so gesprungen. Nee, nicht diese kleinen, der große Flip. Ja, die sind ja nur groß, aber sind die gleichen. Boah, das war so eklig. Vielleicht war es auch gar nicht kein Grashüpfer, sondern ich. Hast du dich mal grün So ein verkleidet? fetter, ekliger, grünes Ding vor meinem Fenster. Es war nur ich, der kurz draußen war und den Müll reingebracht hat. Der ist dann auf mein Bettchen gesprungen und dann war der weg, ist er so eklig. Boah. Bist du aufs Bett gehüpft? Dann war er weg. Ja, ich weiß nicht. Wir haben schon das gut und gern mal das ein oder andere Tierchen bei uns im Haus. Ist einfach eine Schnecke unter dem Sofa vorgekrochen. Ja, wenn man auch die ganze Nacht die Terrassentür offen lässt. Ich meine, Gott sei Dank haben wir ein alarmgesichertes Haus, aber Immer offen. nee, jeden Abend, weil ich meinen Lachs mache und das dir stinkt, und dann lässt du die Tür offen, gehst dann aber hoch Zähne putzen, So? ist halt auch gut und gern mal vergessen. Also ihr seht, pure Liebe und pure Harmonie. Ich schlafe hier unten. Also wenn jemand zuerst gefangen genommen wird, dann bin ich das ja. Was sollen jetzt die Leute für einen Eindruck kriegen? Was würdest du denn machen? Weiter schlafen. Wenn ich unten. Ich würde sagen, Junge, pack die Alte ein, gib so einen Fubi oben drauf, Alter. Hey, du würdest es nicht mehr Wenn mitkriegen. du raus bist. Natürlich würde ich es nicht mitkriegen. Und ich Ich hätte oben meine Wahlgeräusche an und meine Maske. liegt erst unten dran. Ja klar, du wärst ja auch noch in TikTok. Du wärst ja in dem Moment auch noch in TikTok. Das ist ja das Schöne. Ich sorge dann ab 6 Uhr morgens sorge ich für die Sicherheit unseres Hauses und du dafür die ganze Nacht. Das ist eine Nachtwache. Du tust dich schon akklimatisieren als das Leben als Mutter. Weil du musst dann auch irgendwann die Brust geben in der Nacht. 26. Ja, und? Frag mal deine Oma, wie viele Kinder die da schon hatte. Aber frisch rasiert fühlt sich schon anders an. Wo? Am Arsch natürlich. Jetzt haben wir den Job erstmal erledigt für heute. Wir haben rasiert, nicht nur im Training, sondern auch daheim. Und ja, jetzt geht's ab nach Hause, ausruhen, Koffer packen. Alicia guckt schon mit dem bösen Blick. Ja, ich pack gar nichts, du packst alles. Ich korrigiere mich. Am Ende fehlen mir halt wieder 4 Unterhosen und nee, es fehlen mir nicht, Klamotten fehlen mir nie. Es fehlt dann das Fleisch in der Tupperdose. Nee Leute, also besten Dank auf jeden Fall jetzt schon mal für die ganzen Zusprüche, für den Weg, den ihr mich begleitet, die letzten Jahre muss man sagen. Klar, jetzt spielt hier ein bisschen Emotion, ein bisschen Nostalgie, das Ganze mit rein. Ist auch ein emotionaler Moment für mich. Viele von außen betrachtet können es vielleicht nicht so nachvollziehen, weil die das noch nie gemacht haben, aber ich habe jetzt wirklich 18 Wochen lang jeden Tag mein Bestes gegeben. Jeder Tag sah gleich aus, egal ob Montag oder Sonntag oder Freitag. Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Es ist einfach mein Leben, es ist meine Leidenschaft, meine Liebe. Es war meine erste große Liebe, danach kam sie, deshalb weiß sie aber auch. Und da stecke ich ja alles rein, was in meinen Möglichkeiten steckt. Dementsprechend, ja, ist es für mich auf jeden Fall immer ein bisschen emotional, weil ich da halt wirklich
alles gebe. Und 18 Wochen sind jetzt keine kurze Zeit. Man hat auf viel verzichtet, aber man macht es auch gern. Und dementsprechend, ja, geht ein fetter Dank raus an alle, die supporten. Und ja, Mann, jetzt aber ab nach Hause. Wir sehen uns morgen wieder, denn morgen heißt's Mamma Mia, Parmigiano Reggiano, ab nach Scusi. Scusi, Bella Italia, geht's morgen. Und ja, da freue ich mich drauf. Also morgen um 11 geht der Flieger. Wir haben hier den Job erledigt und freuen uns auf jeden Fall auf Italien. Jetzt geht's ab ans Kofferpacken und dann ab zu meiner ersten Open Pro Season. Ihr seid mit dabei, lasst Liebe da, macht richtig Druck in den Kommentaren, sichert euch Tickets für Offenbach, die ganzen Livestream-Informationen für Italien packen wir euch noch frühzeitig ins Video oder ihr abonniert mich auf Insta, da werdet ihr auf jeden Fall auch in den Stories up to date gehalten. In diesem Sinne, mehr gibt es nicht zu sagen, bis morgen, adios, gute Nacht.